Hiermit zeige ich euch die Gasflaschen beim Evo 5. Und zwar, das Auto hat etwas Spezielles beim Thema Gasflaschen. Das Auto hat ein Anti-Brake-System. Da sind normalerweise 2,5 € sozusagen Gasflaschen, 11 Kilogramm. Und bitte checkt, wenn ihr neue Gasflaschen holt, dass es sozusagen Europaflaschen sind, dass die nachfüllbar sind. Wir haben ein Anti-Brake-System. Wenn ihr sozusagen bei der Fahrt eine Vollbremsung oder eine starke Bremsung macht und das System das erkennt, tut es die Gasflasche automatisch sozusagen abschalten und absichern vor irgendwelcher Gefahr. Wie ihr das Ganze natürlich wieder aktivieren könnt, ihr tut einfach hier bei der Gasflasche hier auf das gelbe Button 10 Sekunden lang gedrückt halten. Nachdem ihr das gemacht habt, um die Luft wieder einzusaugen, tut ihr auch einmal auf das blaue draufdrücken. Und nachdem ihr das gemacht habt, einfach beim Herd könnt ihr das Ganze abchecken, einfach anmachen und ausmachen. Und genau. So machen wir jetzt mit den ganzen Herd zu, drücken da kräftig rein und drehen sozusagen das Ganze raus. Und zwar jetzt zeige ich Ihnen die Toilette, wie das sozusagen funktioniert beim Evo 5. Wir nehmen erstmal den Schlüssel, das ist genau der Schlüssel, und wir machen erstmal hier auf. Wir drehen das auf die rechte Seite, dann kann man schon reindrücken und von da drücken. Dann ziehen wir zu uns. Von da, wie ihr sehen könnt, das ist der Aktivkohlefilter, das saugt die ganze schlecht riechende Luft sozusagen ein. Und das drehen wir uns auf die Seite und tun sozusagen diesen Adapter hier einmal rausziehen. Und zwar braucht man da etwas, so wie ihr sehen könnt. Und diesen Stöpseln gehen wir einfach dran. Und natürlich, das Ganze sollte sauber sein. Und wir können schon unten an den blauen Dings reinklipsen und rosten. Genau. Hier können wir natürlich das Ganze rollen und den Campingplatz dran nehmen. So. Das Ganze hat auch einen Waschprozess. Wie das abläuft, folgendes. Wir tun erstmal natürlich das da rausnehmen und das hier drauf aufmachen. Tun wir natürlich das ganze Wasser rein fließen lassen. Wir machen das Ganze wieder zu. Natürlich, wenn das am Anfang erstmal schmutzig ist, müssen wir das Ganze erstmal von hier öffnen. Und wenn wir das von hier geöffnet haben, tun wir sozusagen das ganze schlechte Wasser rausfließen lassen, wieder zumachen. Dann machen wir am Ende hier auf, öffnen das Ganze mal von hier. Und da geben wir sozusagen das ganze Wasser rein, das frische Wasser. Wir machen da wieder zu. Hier genauso. Schütteln dann das ganze Zeug. Sehr kräftig, dass es überall sozusagen den ganzen Dreck rausnimmt. Wieder hier auf, wieder rausschütten. Und den ganzen Prozess erstmal so 1-2 Mal wiederholen. Nachdem wir fertig sind, geben wir da sozusagen ein Mittel rein. Und wir geben genau so ein Mittel rein, das geben wir euch dabei. Und da füllen wir dann sozusagen Wasser ungefähr bis dahin. Und schmeißen diesen Mittel sozusagen rein. Da können wir ihn aufzeigen, hier einmal aufmachen und dieses Mittel rein. Und hier wieder so. Und das ist der ganze Prozess vom WC. Hier passen wir natürlich auf die Kabel auf, dass wir natürlich keine Kabel hier beschädigen. Legen das Ganze erstmal an und ziehen die Kabel hier auf die Seite, dass natürlich die nicht beschädigt werden. Inserieren die ganze Box rein. Da hört ihr vom Clips, das ist jetzt drinnen fest. Schieben die Kabel auf die Seite. Und natürlich den Stöpsel müssen wir hier rausziehen. Unten reinlegen, Aktivkohlefilter ranmachen, zumachen. Und so einfach ist es. Einfach. Den Schlüssel nehmen wir natürlich auch, tun dran ziehen, auf die linke Seite drehen. Daran merken wir, dass es so ist. Für das Wasser haben wir natürlich 2 Wassertanke. Eins für 60 Liter, das ist der ganz normale Wassertank, und ein extra 20 Liter für das Warmwasser. Dazu haben wir hier natürlich bei einem Campingplatz, wie wir das Ganze aufmachen, ist ganz simpel. Wir tun das Ganze, den Schlüssel rein inserieren, wir halten es fest, wir tun nach links machen, es macht einen Tick, dann öffnen wir das Ganze ganz solide. Aus Hygienegründen bitte benutzt unser Schlauch, weil bei vielen Campingplätzen die Schläuche sind sehr dreckig und wir würden euch gerne raten, unser Schlauch sozusagen zu benutzen. Beim Evo 5 haben wir hier den Stromkasten. Für Sicherheitsgründe, wenn irgendwelche elektronischen Störungen beim Auto eintreten, gibt es hier ein paar Sachen, die ich euch auf jeden Fall zeigen sollte. Und zwar, mit dem habt ihr normalerweise nichts zu tun, aber für den Notfall natürlich muss ich es Ihnen zeigen. Erstmal inserieren wir den Schlüssel rein, drehen, dann kommt das Ganze hier so raus. Das gleiche genauso hier, inserieren, drehen, das Ganze kommt raus. Und so.
Beim Handschuhfach findet ihr einen Schlüssel, um das hier aufzumachen. Und nachdem ihr das Ganze aufgemacht habt, tut ihr sozusagen 10 Sekunden abwarten. Das tut sich dann automatisch resetten und dann wieder dran machen und zuschließen. Und danach sollte ihre betrieblichen Probleme wieder gelöst sein. Wenn natürlich das Problem gelöst ist oder wenn ihr immer noch Probleme habt, bitte kontaktiert uns, dass wir euch da genauer helfen könnt. Und so machen wir das Ganze mal zu. Wir drehen das auf die linke Seite, beides, poppen das rein. Hier muss man etwas kräftiger sein. Und so ist es. Beim Evo 5 ist öftermals die Frage, wie kann ich den tanken und wo kann ich AdBlue machen. Das ist ein Dieseltank und hier könnt ihr sozusagen das AdBlue hinzufügen. Und das Ganze ist auf jeden Fall auf der Fahrerseite, wie ihr sehen könnt. Und ja, den Schlüssel natürlich um die Gasflasche zu wechseln, ist im Handschuhfach bei der Beifahrerseite, wenn ihr sozusagen die Gasflasche wechseln wollt. So. Beim Evo 5 erkläre ich euch genauso den Strom. Und zwar hier wird der Landstrom angeschlossen. Wir haben natürlich die ganzen Adapter im Hinterraum. Das kann ich euch erstmal hier zeigen. Und zwar machen wir hier erstmal auf. Ja, spitze. Nutzer bei Campingplätze mit immer Landstroms. Und hier sind sozusagen die Anschlüsse davon. Hier haben wir die Anschlüsse für sozusagen bei den Campingplätze, dass ihr da euer Landstrom natürlich anbinden könnt. Hier haben wir die Sonnenblenden. Beim Evo 5 bekommt ihr natürlich auch einen Feuerlöscher dazu. Hier habt ihr eine Lampe in der Nacht, damit ihr natürlich alles seht. Es ist ein Wagen für 6 Personen. Da haben wir 6 Stühle und einen Tisch. Für Schwimmen habt ihr ein paar Sachen. Für die Markise habt ihr einen Unterlegboden. Das ist, wenn es uneben ist bei Campingplätzen, dass ihr das einfach an der Vorderrand macht. Wie ich davor gesagt habe, den Schlauch bitte benutzen ohne Schlauch wegen Hygienegründe. Und natürlich ein Besenhammer. Das Ganze ist natürlich hier, für den Sitzbereich. Da könnt ihr draußen ein Bett machen. Und dazu sind das natürlich die ganzen Ablagen dafür. Und den Stab für die Markise finden Sie ebenfalls in der Garage. Und wie ihr das Ganze aufmacht, ist ganz einfach. Ihr tut erstmal das obere hier. Dran machen. Ihr habt das dran. Ihr könnt das Ganze natürlich so für euch aufmachen. Tamam oğlum biraz hızlı. Aç. Hier tut ihr direkt natürlich ihre Stützen rausziehen. Aber hier rausziehen. Zeigt, das muss außen sein. Und hier einfach runter. Hier könnt ihr natürlich fixieren, wie lang das Bein sein soll, damit ihr die Unebenheit wirklich fest. Genau. Und einfach fixieren. Und das war's mit der Markise. Und so sieht das Ganze aus. Wie ihr das Ganze wieder zurück macht, ist das Ganze ausklappern. Hier unten ist halt Ende. Und hier dann festschrauben, hoch, da reinklicken. Und das Ganze natürlich auch einmal hier natürlich zudrücken, hoch, hier rein. Und wir kommen wieder hierher. Einfach wieder zudrücken. Und einfach einlegen. Wie ihr beim Evo 5 die Abwasser sozusagen ausleihen könnt, ist erstmal das Wichtigste ist, dass ihr bei Tankstellen, wenn ihr ein Abwassersymbol sieht, dort es macht oder bei Campingplätzen, ihr tut einmal dran ziehen und wenn da dann Wasser kommt, einfach rausfließen lassen mit den ganzen Stellen. Und wir kommen im Innenraum, bringe ich euch direkt mal zum Controlpad. Hier öffnet ihr den ganzen Power, hier macht ihr die ganzen Lichter auf, sind alle dimmbar. Und natürlich die ganzen blauen Lichter könnt ihr alles on machen. Für die Markise draußen, für das Außenlicht. Einmal das macht das Außenlicht an.
Wenn ihr das Wasser benutzen wollt, einmal die Wasserpumpe anmachen und hört ihr, dann könnt ihr hier sozusagen das Wasser hier benutzen in der Toilette. In der Toilette könnt ihr das genauso benutzen und die ganzen Informationen könnt ihr damit sehen. Live-Akku und das Akku vom ganzen Dings. Genau. Hier tut ihr sozusagen die ganzen Grade hier einstellen. Ihr tut da einmal reindrücken, das gerade das Ganze, die Temperatur hier innen drin. Und da könnt ihr das Ganze auswählen. Wir wählen das Ganze mal aus. Und hier einfach könnt ihr den Grad einstellen. Dann könnt ihr natürlich hier das Warmwasser. Das Warmwasser dauert um die 20 Minuten. 15 bis 20 Minuten ist gerade auf. Eco und Hot und Boost ist natürlich das heißeste, so am schnellsten. Und wir lassen das Ganze mal aus. Und genau, das ist hier die Lüftung. Könnt ihr sehen, wie schnell die Lüftung ist. Und genau, das sind die ganzen Einstellungen. Da könnt ihr das Ganze sehen. Wie ihr das Gas natürlich benutzt, ist ganz einfach. Ihr macht das auf, dreht es in die Richtung und während ihr reindrückt, einfach das anmachen. Und hier seht ihr, das Gas ist da. Genau. Und einfach wieder zumachen. Die Fernbedienungen sind hier. Das ist sozusagen die Fernbedienung für die Klima. Das Klima könnt ihr nur benutzen, wenn ihr an Landstrom sozusagen angeschlossen seid, bei 220 Watt. Und dann könnt ihr natürlich die Klima benutzen. Das ist ganz übel. Jeder kennt, wie eine Klima funktioniert. Und genau. Hier seht ihr die Fernbedienung von dem Fernseher. Das ist ein Smart TV. Hier könnt ihr Netflix und Disney und alles dran schauen. Und natürlich haben wir auch eine SAT-Anlage drauf. Die SAT-Anlage macht ihr ganz einfach nur auf. Hier ist die Box. Damit machen sie das Ganze mal an. Und damit fahren sie das sozusagen die SAT-Anlage raus. Und es sucht das Signal. Und damit schließen sie die SAT-Anlage. Und das fährt dann wieder ein. Bitte während der Fahrt nicht nutzen. Und wegen der Höhe, das könnte Probleme machen. Und wenn ihr sozusagen auf eine Fahrt geht, bitte wieder zuschließen. Die Anleitungen findet ihr genauso hier. Die sind genauso hier. Ganzen Anleitungen zum Fahrzeug. Natürlich hat das Wohnmobil auch ein PC. Hier könnt ihr sozusagen ins WC reingehen. Das ist die ganze Toilette, die ist das. Und bei der Toilette zeige ich euch erstmal das da. Hier macht ihr das auf. Hier unten seht ihr zwei Adapter. Die machen wir natürlich an. Dann haben wir hier Licht drinnen. Wenn ihr euer Geschäft machen wollt, einfach bitte da dran ziehen, sozusagen an die Seite schieben. Und da seht ihr, da geht die Kappe auf und die Aktivkohlefilter geht da an, damit ihr Geschäft erledigen könnt. Fürs Abspülen drückt ihr einmal da drauf und das spült sozusagen ab. Hier habt ihr Dusche und natürlich ihr Becken. Und hier macht ihr die Lichter wieder aus. Wir kommen beim Schlafbereich und zwar beim Schlafbereich. Wenn ihr Kinder habt, das Wichtigste ist bitte, hier unten habt ihr die Kindersicherung. Das könnt ihr an die Seiten einmal dran klipsen. Und was immer bei uns mitkommt, ist das da für Hygienegründe, eine Unterlage sozusagen. Und hier habt ihr sozusagen die Leiter einfach hier dran machen. Nachdem man es dran gemacht hat, hier zumachen, dass sozusagen gesichert ist. Und hier habt ihr sozusagen die Garage. Wenn man das auf die Seite legt, könnt ihr hier ganz einfach auf die Heckgarage zugreifen. Unter 4 Grad hat unser Fahrzeug ein System, das sozusagen automatisch das ganze Wasser ableert, das es sozusagen schützt vor der Affirierung. Und hier könnt ihr dann, wenn es sozusagen das Wasser ableert, unter 4 Grad, könnt ihr hier ein Pin spüren. Das Pin tut ihr einmal drücken und sozusagen da einmal dran drehen, dass es sozusagen stoppt, dass das Wasser abrinnt. Und das ist sozusagen das System, was sozusagen schützt, dass das Wasser drinnen im Auto einfriert. Und ihr müsst natürlich auch das Fahrzeug hier aufhitzen, dass es über 4 Grad ist und dass es nicht automatisch das Wasser ableert. Die Warnwesten und die Erste-Hilfe-Kasten, das Ganze findet ihr direkt hier oben, die Warnwesten und das Erste-Hilfe-Kasten ist direkt hier vorhanden. Beim Kühlschrank bitte macht das hier einmal an. Und wenn ihr das Ganze anmacht, bitte achtet darauf, dass es auf Automatik ist, weil sozusagen beim Stehen, wenn das Fahrzeug komplett aus ist, nimmt es vom Gas und vermeidet es bitte, dass es vom Gas nimmt. Und sozusagen beim Fahren, dass es von der Autobatterie nimmt und wenn es an Landstrom angeschlossen ist, dass es nur von Landstrom nimmt. So wenig wie möglich Gas verwenden, dass wir sozusagen das vermeiden, dass viel Gas verwendet wird. Das hier könnt ihr auch zu einem Bett verwandeln. Einfach das Ganze rausnehmen. Und hier unten seht ihr Clips. Ja, hier einfach reinschieben und das ist sichtbar. Einfach das rausklippen und da reinschieben. Und dann könnt ihr einfach das da von hier, wenn du näher kommst,
hier rausnehmen und draufgeben. Eine Erweiterung von dem Bett haben wir hier noch bis auch. Das Ganze tun wir hier rausziehen und hier sozusagen dranlehnen. Das Ganze ist im Kofferraum, wie das Bett erweitert, und das Bett wird dann auf jeden Fall sehr groß. Die ganzen Polster sind im Kofferraum beinhaltet und könnt ihr natürlich hier installieren. Aber bitte achtet, dass die ganzen sozusagen Schlösser zugeschlossen sind, dass es nicht automatisch aufgeht. Und hier könnt ihr sozusagen ganzen Clip finden. Das sollte immer zu sein und nicht, dass es während der Fahrt raus sind. Hier habt ihr die ganzen Gläser, die Küche. Hier habt ihr die ganzen anderen Teller, dies und das. Hier einmal richtig zu machen. Hier genauso zu, dass es nicht kommt. Hier, das sollte immer unten sein, dass es genauso nicht aufgeht. Hier machen wir das einmal auf, dass es rauskommt. Hier haben wir Besteck, hier ganz Stifte und hier unten ihre anderen Kochsachen. Hier einmal runter machen, dann kommt das nicht mehr. Hier, wow. Und hier könnt ihr dann eure anderen Küchensachen hinlagern. Genau. Dann fange ich mal direkt hier an, und zwar, das ist hier eine Vorbereitung für die Solaranlage, das ist noch nicht aktiv und auch somit nicht nutzbar. Wir haben ebenfalls, das ist hier aktiv, also das könnt ihr jederzeit nutzen. Bei Landstrom. Genau, bei Landstrom. Hier habt ihr natürlich für Sonne, und hier unten, wenn komplett abgedeckt ist. Die ganzen Fenster sind überall alarmgesichert. Das Alarm macht ihr hier an. Es ist gerade nicht aktiv. Deswegen, so macht ihr das Ganze auf. Das Fenster einfach hoch. So. Okay. Und das Alarm ist natürlich nicht aktiv. Das merkt man dran, dass es nicht kommt. Bitte verwendet das Navigationssystem von unserer EVA 5, weil unser Navigationssystem ist dafür benutzerdefiniert, dass es sozusagen auf die Höhe von unserem Wohnmobil und auf die Breite zugestimmt ist und bringt sie durch Routen, wo die Höhe und die Breite kein Problem für sie macht.